Der Nintendo 64 war eine klasse Konsole der 90er Jahre gewesen. Auf ihr kamen legendäre Spiele raus wie Super Mario 64, Banjo-Kazooie und Zelda Ocarina of Time, welches bis heute das beste Spiel laut Metacritic ist. Doch wenn N64-Spiele nicht gut aussehen aus heutiger Sicht, hat die Konsole richtig Power, dass sogar neuere Konsolen neidisch werden. Wie genau, schauen wir uns in dieser Tech Inside-Episode an. Gute allerseits. Nun, ich habe die PS3 hier analysiert, die PS2 und zuletzt den GameCube auch. Und der N64 hat auch Power. Es hat halt nur nicht jeder gesehen. Ja, Ende der 90er Jahre drehte sich bei Videospielen alles um 3D-Welten, um die Spiele von ihrer 2D-Welt zu befreien. So hat Nintendo den N64 dann auch beworben. Mussten sie auch machen, denn alle haben gespannt auf Nintendo geschaut, was sie für eine Konsole machen. Man hat vorher das Debakel mit Sony gehabt mit dem SNES-CD-Laufwerk, dann aber, dass Nintendo mit Silicon Graphics arbeitet für die Technik des Ultra 64, was der Entwicklungsname war. Silicon Graphics oder auch SGI war eben damals ein sehr anerkanntes Unternehmen, wenn es um 3D-Animationen ging und leistungsstarke Workstations, die mal ab 15.800 D-Mark losgehen. Ihr könnt SGI euch auch etwa so vorstellen wie Nvidia heutzutage, nur dass SGI damals keine Otto-Normalverbraucher bedient hat. Doch eben mit Nintendo als Partner haben die zusammen den N64 dann auch entwickelt, dass die Konsole von der Technik her weit überlegen ist, weil sie Konkurrenz hatte, aber immer noch für etwa 249 D-Mark verfügbar sein soll. Heraus kamen dann die beiden Prozessoren für den N64. Ja, ich sagte beide Prozessoren, da der Grafikchip als Co-Prozessor bezeichnet wird. Es waren beides Chips, die entweder 100 MHz für die CPU und 63 MHz für den Grafikchip getaktet waren, so in etwa. Und wirklich das Nonplusultra waren im Konsolengaming. Sega konnte mit ihrem Saturn längst einpacken und auch Sony mit ihrer Playstation kommt da nicht an den N64 ran. Denn wie der Name der Konsole es verrät, sind beide Chips 64-Bit-Prozessoren. Etwas, was in 1997 noch niemand drüber nachgedacht hat und eigentlich bis dahin für Supercomputer gedacht sei. Andere Hersteller wie AMD oder Apple haben dann erst in 2003 64-Bit-Prozessoren gehabt, wie dem berühmten AMD 864 oder dem G5-Chip im Power Mac G5. Und ein 64-Bit-Prozessor 1997 ist wirklich ein starkes Argument gewesen, dass Nintendo selber gesagt hat, dass diese theoretisch eine Konsolengeneration überspringen können damit. Okay, doch wir müssen mal auf den Boden der Tatsachen zurückkommen, denn irgendwie will man die Konsole ja auch dann noch verkaufen können für 249 D-Mark. Also muss man in der Hardware einige Dinge reduzieren, was wirklich alles über die Prozessoren negativ beeinträchtigt hat. Erstmal das Thema Speicher. Ja, ich weiß, das ist heute auch ein großes Thema, aber damals eben auch. Nintendo hat im N64 4 MB Arbeitsspeicher eingebaut, was schon gut war für die Zeit, aber die Implementierung war eine Katastrophe. Sowohl Grafikkarte als auch die CPU teilen sich den Speicher, was ja nicht schlecht ist und so ist wie auch bei den aktuellen MacBooks. Jedoch hat der Speicher eine ordentliche Latenz. Und jeder Prozessor oder Grafikkarte hat ja auch einen Cache, was ein kleinerer, super schneller Speicher ist und sogar noch schneller ist als der Arbeitsspeicher. Aber selbst der Cache war im N64 limitiert auf 4 Kilobyte, was viele Entwickler gehindert hat, detailreiche Grafiken dort reinzuladen. Deswegen sehen manche Spiele auch so verschwommen aus auf den Texturen, dazu später noch mehr. Deswegen haben viele Entwickler es bevorzugt, Texturen von der Spielekarte direkt zu laden, da dies keine Latenz hatte wie der Arbeitsspeicher. Das war zwar auch nicht die feine englische Art, aber zumindest hat man dann solche schönen Texturen auf dem N64 hinbekommen. Ach, und das Expansion Pack, was den Speicher der Konsole verdoppelte, das half da auch nicht mal ganz so dolle. Stellt euch das etwa so vor mit dem N64. Ihr habt ein Auto mit einem richtig großen Motor drin, der 500 PS an Leistung hat, aber der Tank winzig klein ist und ihr nach 100 Metern wieder auftanken müsst. Und das Expansion Pack war so in etwa wie ein extra Kanister mit Kraftstoff, den ihr nie benutzt habt, da die Tankstelle in der Nähe sein musste, wenn ihr große Texturen von der Cartridge laden wollt. Nun, der Hype um den N64 war eben wirklich groß, wegen den Prozessoren in der Konsole. Aber alles andere eben limitiert. Und ich finde auch, nachdem ich das alles ja auch recherchiert habe, verstehe ich auch Nintendo irgendwie, dass sie bei dem N64 auch Cartridges bei dem
bei der Konsole verwendet haben. Und das haben alle groß kritisiert, dass Nintendo dem N64 kein CD-Laufwerk gegeben haben, was dazu führte, dass die Cartridges nicht so viel speichern konnten wie eine CD. Doch heutzutage gibt es ja so etwas wie ein Everdrive und so, wo Speicher für N64-Verhältnisse kein Problem mehr sind. Es ist möglich, große Open-World-Welten darzustellen, die auch in der Entfernung detailreich aussehen bzw. nicht heruntergerechnet werden müssen. So ist das der Ansatz bei aktuellen Konsolen, wenn eine Open World da drin ist, dass alles aus der Entfernung niedrigere Details haben, dass diese nicht so viel Performance brauchen. Hier bei dem N64 wiederum ist das kein Problem. Da kann alles in der Open World direkt dargestellt werden. Und wir bedenken mal, dass diese Konsole Mitte der 90er auf den Markt kam. Und solche Open World Games gab es, wenn nur vereinzelt auf dem PC oder auch bei der Konkurrenz zu der Zeit wie auf der PlayStation. Da gab es wohl auch ein paar Open World Spiele, die ich mir jetzt aber nicht im Detail angesehen habe, welche aber bestimmt auch Ladezeiten gebraucht haben aufgrund des CD-Formats. Doch viele fragen sich ja heute noch, was ich auch vorher so in den Raum geworfen habe, warum denn die N64-Spiele trotzdem so verschwommen aussehen. Nur wir wissen ja, dass der Arbeitsspeicher zwar schnell ist, ja, aber eine Gedenkeminute braucht, um Daten direkt zu liefern. Und dass der Cache des Grafikchips sehr klein war, weswegen manche Texturen so verschwommen aussehen. Und um es noch schlimmer zu machen, der Großteil der Spiele laufen in 240p Auflösung, was in etwa jetzt so aussieht wie das hier. Aber Nintendo hat sich noch entschieden, einen Anti-Aliasing-Filter drüber zu legen. Klar, damals in der CRT-Ära an TVs ist das fast egal gewesen. Doch heute mit unseren 65 Zoll 4K OLED-Monstern sieht man halt, dass ältere Konsolen darauf etwas, naja, aussehen. Hier die PlayStation 1 sieht mit einem OSSC dran geklemmt richtig gut aus. Aber das Geschmiere vom N64 kriegt selbst der OSSC nicht hin. Da eben der N64 das Anti-Aliasing auf einer Hardware-Ebene für alle Spiele macht und man das nicht einfach mal so abstellen kann. Kurze Erläuterung, was Anti-Aliasing ist. Bei modernen Systemen kann man somit ein Bild, was etwas verpixelt ist, etwas glätten und weicher machen. Bei HD oder Full HD Szenen geht das voll klar, aber bei 240p wird daraus ein echter Brei, was der N64 ausgibt. Und mir fällt gerade auf im Dreh, ich habe ja eigentlich auch noch den Karton von der PS1 hier sogar raussortiert, was ich irgendwie jetzt hier vergessen habe. Egal. Nintendo hat ja dann beim Nachfolger, dem GameCube, dann auch darauf geachtet, dass es keine Limitationen mehr gibt und dass das Entwickeln auf der Konsole einfacher ist. Denn eben beim N64 wurde es bei Entwicklern zurückgehalten, wegen dem schlechten Speichermanagement, Cartridges und eben auch von Nintendo, die strikte Regeln hatten, wie man denn für den N64 entwickeln soll. Zurückhalten solltet ihr auch nicht sein mit einem Abo bei mir auf dem Kanal, plus diese Hype-Funktion, die ja auch existiert. Aber das war's dann erstmal von mir und ich sag da mal, man sieht sich.